Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der Juli stand diesmal ganz im Zeichen des Imperiums und wenn ich sage ganz, dann meine ich das auch. Diesen Monat sind außer den Modellen für Videos nur Modelle für das Imperium nebenbei bearbeitet worden, die zum Teil auch schon sehr lange auf der Werkbank standen. Das trifft vor allem für die Pistoliere hier zu. 2 sind bereits seit bestimmt einem halben Jahr fertig bemalt gewesen. Das sind die auf den braunen Pferden. Die habe ich immer wieder von links nach rechts geschoben. Und diesen Monat waren sie dann endgültig an der Reihe und wurden fertig. Beziehungsweise im Grunde genommen habe ich nur noch ihre Pferde angemalt. Der dritte im Bunde war ein Umbau von früher. Das ist der auf dem weißen Pferd. Dem hatte ich damals den Arm abgetrennt, weil ich einen Champion für die Einheit brauchte und den rechten Arm durch den gepanzerten Arm mit Säbel aus der Freischärlerbox ersetzt. Ihr könnt euch denken, wie das ausgesehen hat. Nicht besonders gut. Also habe ich einen neuen Arm angesetzt, weil den alten habe ich damals nicht aufgehoben und mein Drucker war so freundlich, mir einen neuen zu spendieren. Der Arm stammt von Wargames Delivered. Die haben eine sehr schöne Reihe zum Heiligen Römischen Reich, was ja im Grunde genommen das Imperium auch ist. Und dort gibt es wunderbare Kürassiere, deren Arm hat hier Verwendung gefunden. Auf jeden Fall sind diese Modelle jetzt einsatzbereit und damit sind auch die letzten Original-GW-Pistoliere der 5. Edition bemalt und bereit, das Imperium zu verteidigen. Wir bleiben auch gleich bei Fernkämpfern. 5 Musketenschützen sind ebenfalls fertig geworden und verstärken jetzt meine Imperiumsarmee. Im letzten Livestream wurde ich gefragt, wie viele Modelle für das Imperium noch in der Warteschlange für neue Farbe sind. Und für die Musketenschützen kann ich jetzt sagen, dass es 16 Modelle sind, von denen ich weiß. Das heißt plus, minus 1 oder 2, je nachdem, wo sich noch irgendwelche Musketen versteckt haben. Aber die meisten sind bereits so weit behandelt, dass sie nur noch von ihren Bases getrennt werden müssen und dann bekommen auch die neue Farbe. Ich habe für die Modelle jetzt keine zusätzliche Arbeit auf mich genommen und grundiert, weil ich habe sie damals mit Revell-Farbe bemalt und noch eine weitere, wenn auch dünne Farbschicht braucht es meiner Meinung nach nicht. Es ist ohnehin schon durch die Revell-Farbe zu viel an Details verloren gegangen. Mit Landsknechten bzw. Imperiumssoldaten geht es auch weiter. Schwertkämpfer sind vielleicht nicht die stärkste Einheit, die ein General des Imperiums zur Verfügung hat. Und ich habe auch noch in keinem Spiel ein komplettes Regiment Schwertkämpfer eingesetzt. Sie haben zwar eine höhere Initiative und/oder Kampfgeschick, aber leider fehlt ihnen die Schlagkraft von Bihandkämpfern oder Hellebardieren. Als Abteilung für ein Regiment sind sie meiner Meinung nach deshalb am besten geeignet. Ihre Schlagkraft wird dadurch zwar nicht größer, aber eine Abteilung von 10 Schwertkämpfern in der Flanke kann für jeden Gegner sehr unangenehm werden und man hat so auch den Bonus für Flankenangriff. Womit ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ist, ob damit auch der Gliederbonus für das feindliche Regiment wegfällt. Das kann sein, dass das in früheren Editionen von Warhammer mal der Fall war, genauso wie das mit der Initiative und dem Kampfgeschick, oder ich verwechsel das gerade mit einem ganz anderen Spielsystem. Dazu habe ich dann doch zu viele unterschiedliche Systeme und man kann einfach nicht alle Regeln im Kopf behalten. Falls ich mich dabei jetzt geirrt haben sollte mit den Sonderregeln, dann seid so gut und schreibt es mir in die Kommentare, damit ich mein Versagen erkennen kann und es gewiss berichtigen werde. Hellebardiere bilden diesen Monat den Abschluss des Videos. Für mich sind und bleiben Hellebardiere die Kerneinheiten des Imperiums, weil sie, wie bei den Schwertkämpfern ja schon angesprochen, eine gewisse Schlagkraft mitbringen. Vor einem historischen Kontext wären natürlich eigentlich die Pikeniere eher die Rolle als Kern der Armee. Aber Warhammer funktioniert da ja etwas anders und Pikeniere bzw. im Falle des Imperiums Speerträger sind eine gute Defensiveinheit, aber es fehlt ihnen ähnlich wie bei den Schwertkämpfern an einer gewissen Schlagkraft. Aus dem Grund werden die Hellebardiere über kurz oder lang auch den Großteil der Kerntruppen meiner Imperiumsarmee stellen. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.